Hallo, mein Name ist Henrik Wiegand. Ich sitze heute hier an der schönen weißen Traun in Siegsdorf und binde für euch heute den Offbeat Bunny, den OBB. Wir brauchen dazu ganz wenig Materialien. Einen schönen Haken, in diesem Falle 2,5 lang. Ein paar schöne Offbeats, in diesem Falle 4 mm. Es gibt sie auch noch größer, aber dann wird es richtig gefährlich, also zum Werfen, aber die gehen dann richtig schön runter. Und das Schöne daran, ein bisschen Squirrel. Mehr brauchen wir für diese effiziente Fliege nicht. Ich binde ein ganz kleines Dubbing-Unterbett für den Kopf, weil diese Perle ein wenig Spiel hat. Und sie soll nachher fest auf dem Haken drauf sitzen. Ich nehme nur ein klein wenig Dubbing-Wachs, dass das Dubbing besser fixiert ist. Die Farbe ist absolut wurscht, weil es nachher sowieso, zeige ich gleich noch mal kurz, angebrannt wird, die Fibern oder weggebrannt wird, und dann haben wir davon nichts mehr. Kurzer Abschlussknoten, abschneiden, Dubbing, die Tungstenperle, also in diesem Fall den Offbeat, über die Wurst rüberziehen. Dann rastet sie gleich ein, dann könnt ihr sehen, da ist nichts mehr da. Die überstehenden Fibern mit dem Feuerzeug, ich muss jetzt bei dem Witten mal etwas mehr Dampf geben. Kurz drehen. Fertig ist es. Die Position noch mal korrigieren. Dann nehme ich in diesem Falle zum Fixieren den Zebedep, besten Kleber, den es weltweit vermutlich gibt zum Fliegenbinden. Lasse ich ganz kurz einziehen. Durch die sogenannte Kapillarwirkung des Dubbings zieht sich das in sich rein oder in den Kopf rein. Dann tupfe ich den Kleber weg. Ich mache das Öhr nachher noch mal frei. Setze klassisch den Bindefaden an. In diesem Fall ist es ein TTT, Technical Tying Thread, ein 50 Den-Faden, der sehr universell einsetzbar ist, in vielen Farben verfügbar und so gut wie unkaputtbar. Also für jeden etwas dabei im Regelfall. Ich gehe mit dem Faden bis an den Hakenbogen ran, schnippe mir, je nachdem wie lang man das haben möchte, ein Stückchen von dem Squirrelfell ab. Und weil der Hakenschenkel da schon etwas länger ist, brauche ich nicht so unbedingt viel von der Länge. Tapere ein wenig die Enden. Es läuft dann besser im Wasser. Und das Ende, was ich einbinden möchte, lässt sich durch die Taperung besser auf dem Haken positionieren. Man sieht das ist wie ein kleines Dreieck. Das setze ich jetzt nicht so drauf, weil der Offbeat Bunny ist ja ein Upside-Down-Streamer. Das bedeutet, ich binde den verkehrt rum drauf. Mittig oben drauf setzen, mit einer lockeren Schlaufe schauen, dass das Material mittig zentriert draufgesetzt wird. Ein paar vernünftige Wicklungen zur Sicherung, aber bitte von vornherein nicht zu stark, weil der Faden ist extrem schnittfähig. Also wenn man von vornherein zu viel Druck ausübt, schneidet man das Fell oder das Leder, auf dem das Haar drauf ist, kaputt. Das lang komplett. Dann nehme ich den gleichen Rabbit Stripe oder den Squirrel Stripe nochmal, schneide das eine Ende ab
Nur eine kleine Taperung, weil ich das zum Behecheln des Hakenschenkels brauche. Binde dieses kurz ein, auch nicht mit zu viel Druck. Das langt schon komplett aus. Und gehe ungefähr sicherlich 3/4 bis 4/5 bis vor das Auge, bis vor die Offbeat-Perle. Und jetzt wickel ich das rum, als wenn ich eine normale Behechelung, meinetwegen mit einer traditionellen Hechel. Dabei ist es wichtig, weil es ein Naturhaar ist, die Fibern bitte bei jeder Wicklung nach hinten ziehen. Dann spielt das Material einfach nachher wesentlich besser. Die letzte Wicklung, das Material etwas nach hinten nehmen. Man kann dafür auch die Finger ein wenig feucht machen. Mit 5, 6, 7 Wicklungen fixieren. Das Ende ganz kurz hier abschneiden. Sodass kein Knubbel entsteht sozusagen. Ein wenig nach hinten ziehen das Ganze. Nochmal mit ein paar Fixierungen oder Wicklungen fixieren. Und dann schauen, wie das Haar sich auf den Hakenschenkel gelegt hat oder um den Hakenschenkel. Ein ganz kleines Bett vorfixieren mit dem Bindefaden. Dann legen wir da eine Schlaufe rein. Das bedeutet 2, 3 Wicklungen oder 4 in diesem Falle. Einmal komplett um die Schlaufe drumherum. Das bedeutet nachher, dass das Material nicht hochlaufen kann. Dann gehen wir nach vorne, legen die Schlaufe ab, nehmen eine Materialklemme und schauen, wie viel wir brauchen. In diesem Falle werden es ungefähr 2 bis 3 cm sein. Ich ziehe das Material gerade vom Fell runter gegen die Strichrichtung oder Laufrichtung, ziehe das Material so hoch, sodass es gerade läuft. Ich hoffe, man kann das einigermaßen sehen. Setze die Materialklemme an mit breit aufgeschlossenen Backen. Dass das so dann ausschaut. Und das schneide ich dann dünn am Leder ab. Das brauche ich vermutlich nicht noch zu korrigieren, weil es sauber geschnitten wird. Dann nehme ich einen klassischen Dubbing Twister. Ein sehr altes Modell, aber sehr effizient immer noch. Man kann aber auch jeglichen anderen Dubbing Twister nehmen. Jetzt lege ich das Material, das Squirrel-Material in der Hakenklemme oder in der Materialklemme in die Schlaufe ein. Vorsichtig. Das war jetzt zu schnell. Dann machen wir nochmal kurz schnell, nochmal neu. Ziehe die Schlaufe stramm. Gehe mit der Materialklemme raus. Und positioniere das Ganze nochmal mit den Fingern. Was vielleicht noch interessant wäre zu sagen ist, dass das Material nach Möglichkeit so dicht wie möglich an die Schlaufe rangebracht werden soll, dass wir viel Spiel von den Spitzen haben.
Dauert eine kleine Sekunde noch. Ist etwas windig draußen, aber das packen wir schon. Jetzt drehe ich, jetzt halte ich die Schlaufe stramm mit dem Material und drehe hier vor. Das hat den Vorteil, dass dann, wenn ich loslasse, den Druck oder mit dem Finger weggehe, die Schlaufe oder vielmehr das Material sich schlagartig zu einer sogenannten Wurst verdrallt und verdreht. Mache ich es nicht, verdreht sich das komplett in der Schlaufe und dann haben wir kaum mehr Material drin. Ich lasse es jetzt drauf, dann kann man sehen, das Material stellt sich vernünftig auf. Jetzt drehe und drehe und drehe ich, bis ich eine gut zusammenhängende Squirrel-Wurst bekomme und dadurch entsteht. Das kann man vermutlich vernünftig sehen. Das sah zuerst spärlich aus und es entwickelt sich hervorragend. Aber auch nicht bis zum Sankt Nimmerleinstag drehen. Auch ein Dyneema-Faden reißt irgendwann mal ab. Das sind so die Erfahrungswerte. Jetzt haben wir eine gute Position erreicht. Jetzt nehme ich entweder ein Glas Wasser dabei oder ich nehme ganz einfach Spucke. Mache die im klassischen Sinne bei den Lachsfliegenbindern heißt das Doppeln. Sprich, ich ziehe von der rechten auf die linke Seite das gesamte Material rüber. Wenn ich das gemacht habe, das geht relativ fix, fange ich mit den Wicklungen an und bei jeder Wicklung oder nach jeder Wicklung ziehe ich das Material nochmal sauber von rechts nach links, um eine vernünftige Position der Squirrel-Hechel. Das Gute daran ist, dass die Tungstenperle, die Offbeat, eine Aussparung hat und ich hervorragend mit dem Material in diese Aussparung reinkommen kann, dass es auch einen guten und sauren Abschluss im Endergebnis gibt. Ich mache eine Sicherungsschlaufe, gehe um den Faden herum, mache das Ganze nochmal, im Ganzen dreimal, weil ja ein wenig Zug auf der Schlaufe ist. Dann ziehe ich das ganze Material nochmal drüber oder nach links. Mache 2 Sicherungsschlaufen. Schneide den Faden ab und mache jetzt meinen Abschlussknoten direkt in die Aussparung des Köpfchens rein. Wer möchte, kann das Ganze auch mit ein wenig Sekundenkleber auf dem Faden antupfen. Aber wenn man 3×3 oder 3×4 Wicklungen macht, so zur Sicherheit mache ich noch einen rein, dann hält dieser Faden oder der Knoten bombenfest. Faden abschneiden. Sieht noch ein wenig zerzaust aus. So geht es einem Naturfell halt einfach. Und das war der Offbeat Bunny.